Als ich 1993 in der Branche angefangen habe, das muss man vielleicht Kindern der 90ern nochmal erklären, gab es noch gar kein Internet. Es gab auch noch ganz wenig Mobilfunk, also das D-Netz hatte gerade das C-Netz abgelöst, was noch tatsächlich auf unverschlüsseltem Mobilfunk basiert. Es gab solche Geräte, damit haben wir Musik gehört, das waren Walkman. Und es war so die Zeit, in den 80ern kamen die ersten Heimcomputer auf, in den 80ern fing dann auch IBM mit den Personal Computern an. Alles, was davor war, da waren Computer eher sowas für Großfirmen, das waren Großrechnersysteme in einem Keller. Und so Mitte, Ende der 80er Jahre sind ganz viele Unternehmen, wie zum Beispiel Jetcam, wie zum Beispiel, es gab damals ein System Hackenberg im Bereich der Blechverarbeitung gestartet. Der Herr Hackenberg, das gibt ganz dolle Geschichten, der kam dann in Firmen rein und hat auf einem Atari-Spielecomputer eine CNC-Stanzmaschine programmiert. Die ursprüngliche Programmierung von den Maschinen, die war teilweise noch auf Workstations, die kamen so ein bisschen mit auch aus den 70ern. Und diese Workstations, also wer es noch kennt, waren AS400, Sun Workstations. Da haben allein die Computer um die 80.000 Mark gekostet, also nur die Hardware. Und die Software hat dann nochmal ungefähr das Gleiche gekostet. Das auf heutige Verhältnisse übertragen, wären das, man kann Euro mit Mark, also mit der Kaufkraft gleichsetzen, wären das 150.000 Euro für einen Arbeitsplatz. Und das waren vielfach auch nicht grafisch basierte Programmiersysteme, sondern die hatten eine eher kryptische Programmiersprache und die konnte man dann, das Dolle war dann, man konnte sich das grafisch anzeigen lassen. So ein Farbmonitor zu der Zeit von der Workstation kostete, ich meine, etwas um die 10.000 Mark. Und da kamen wir natürlich mit, einem PC und zwei Disketten, also wer noch diese 3,5 Zoll Disketten im Kopf hat, das war wirklich revolutionär, dass wir quasi mit einem Spielecomputer in der Lage waren, Produktionen zu fahren, die vorher nur mit mehrere 100.000 Euro schwerer Hardware überhaupt betrieben werden konnten und das auch noch grafisch und das auch noch, das fing dann Anfang der 90er Jahre an mit automatischen Nesting-Systemen. Da waren wir richtig weit vorne. Die Firma Trumpf zu dem Zeitpunkt hatte dann Mitte der 90er Jahre das TC Capt bis zum Ende entwickelt und dann kam Mitte der 90er Jahre das Top-System von der Firma Trumpf, was dann auch PC-basiert war. Und dann ging eben halt die Entwicklungsgeschichte auf dem PC weiter mit den Firmen, die heute noch jeder kennt. Lantec, Vicam, Tops von Trumpf. Was die CNC-Produktionsverfahren angeht, haben sich so in den letzten 30 Jahren Wasserstrahlschneiden, Stanzen, Lasern, Plasmaschneiden, Drahterodieren, Drehen, Fräsen etabliert. Und was jetzt ganz spannend ist, dass seit so ungefähr 10 Jahren der 3D-Druck dazugekommen ist. Theoretisch macht der 3D-Druck mit einer Universalmaschine alle anderen Produktionsverfahren überflüssig, weil ich theoretisch jedes Material, wenn wir dann irgendwann bei Mikrokörnchen sind oder Mikrogranulat oder vielleicht sogar auf Molekularbasis, dass wir jedes beliebige Bauteil aus jedem beliebigen Material in einer einzigen Universalmaschine herstellen können. Nachteil, wer sich damit befasst, weiß, im Moment ist es ganz klar die Geschwindigkeit und was sich langfristig auch dann noch herausstellen muss, ist die Frage der Zusammensetzung des Metalls, weil jeder, der Metall bearbeitet, weiß, egal ob ich es nun fräse, ob ich es laserschneide, ob ich es kante, dass die Faser, die Walzrichtung, entsprechend ob es warm oder kalt gewalzter Stahl ist, ebenfalls Einfluss auf die Festigkeit des Materials hat. Und aus dem Luftfahrtbereich wissen wir es ja auch, da dürfen die Bleche zum Beispiel nicht gelasert werden, weil allein schon durch diese minimale thermische Gefügeveränderung an der Kante so ein Blech eben halt schneller reißen kann. Da muss der 3D-Druck dann beweisen, wenn ein Teil 3D gedruckt ist, dass es langfristig, auch gerade was Vibrationen und Festigkeit angeht, die gleichen Eigenschaften hat wie ein Guss- oder Walzteil. Dann entsprechend. Auf absehbare Zeit werden alle Produktionsverfahren noch ihre Existenzberechtigung haben. Spannend wird es dann, wenn die Produktionsgeschwindigkeit der 3D-Druckteile sich deutlich erhöhen sollte, weil dann wird man auch in der Lage sein, mit einer Universalmaschine mittlere und größere Serien zu fahren. Aber das muss die Zukunft zeigen.